Meine lieben Brüder und Schwestern, wir setzen heute unsere Serie über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fort. Es ist wichtig, dass wir unser Vorbild richtig kennenlernen. Ein Vorwurf, den man immer wieder streut, ist der angeblichen Sinnlichkeit oder Triebhaftigkeit. Sie nutzen die Tatsache aus, dass er 9 Frauen heiratete, um sein Bild zu verzerren. Wer die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht im Detail kennt, könnte auf diese Lügen hereinfallen. Doch hier sind die Fakten, die diesen Vorwurf komplett entkräften. 1. Keine Affären vor der Ehe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lebte in einer Gesellschaft, in der Freizügigkeit normal war. Sexuelle Kontakte waren schon ab der Pubertät leicht zugänglich. Doch er blieb absolut rein und hatte keinerlei Beziehungen vor der Ehe. 2. Spätes Heiratsalter. Er heiratete erst mit 25 Jahren. Für die damalige Zeit und den Ort war das ein sehr spätes Alter für die erste Ehe. 3. Die Wahl seiner ersten Frau. Er entschied sich für Khadija, eine Witwe, die bereits 2-mal verheiratet war und Kinder hatte. Jeder junge Mann weiß, dass man aus rein physischen Gründen oft junge Frauen bevorzugt, die noch nie entbunden haben. Das war ihm nicht wichtig. 4. 25 Jahre Monogamie. Er blieb fast 25 Jahre lang nur mit Khadija zusammen, in einer Gesellschaft, in der Polygamie völlig unbegrenzt war und die Zeitgenossen oft 10 Frauen hatten, genügte ihm eine einzige. 5. Rückzug statt Vergnügen. Während seiner Ehe mit Khadija zog er sich oft wochenlang in die Höhle Hira zurück, um zu meditieren. Wer sein Zuhause und sein Ehebett für so lange Zeit freiwillig verlässt, um Gott zu suchen, kann niemals treibgesteuert sein. 6. Loyalität im Alter. Als er in seinen 40ern war, war Khadija bereits über 60. Er hätte problemlos eine zweite, jüngere Frau heiraten können, doch er tat es nicht. 7. Pflege statt Ersatz. Khadija war vor ihrem Tod lange krank. Er bepflegte sie persönlich und nahm sich keine weitere Frau, obwohl ihre Krankheit ein gesellschaftlich akzeptierter Grund gewesen wäre. 8. Die Ehe mit Sauda. Die erste Frau, die er nach Khadijas Tod heiratete, war Sauda. Sie war ebenfalls über 60. Es war offensichtlich, er suchte eine Mutter für seine Kinder, kein körperliches Vergnügen. 9. Späte Ehe mit Aisha. Er heiratete Aisha erst, als er selbst Mitte 50 war. Der stürmische Drang der Jugend lag da längst hinter ihm. 10. Nächte im Gebet. Aisha berichtete, dass er sie, seine schönste Frau, sogar um Erlaubnis bat, aufzustehen und zu beten. Er verbrachte die Nächte im Gebet, bis seine Füße anschwollen. Ist das Verhalten eines Genussmenschen? Das glaubt man nicht. Es ist eher das Leben eines Asketen. 11. Bescheidenheit pur. Aisha erzählte, dass im Haus des Propheten oft 3 Monate lang kein Feuer zum Kochen brannte. Sie lebten von Datteln und Wasser. Wer nur an seine Bedürfnisse denkt, lebt nicht so. 12. Ständiges Fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fastete extrem viel. Montags, donnerstags und viele weitere Tage. Er riet jungen Männern mit starkem Verlangen sogar zum Fasten, um ihre Triebe zu kontrollieren. Er war gezeichnet von Verzicht und langen Nächten. Das ist der Zustand eines gottesfürchtigen Mannes, nicht eines sinnlichen. 13. Die Last der Verantwortung. Er sagte selbst, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Er war vollauf damit beschäftigt, die Umma bzw. die Gemeinschaft in Medina zu verteidigen, den Koran zu bewahren und die Menschen zum Glauben zu führen. Warum also die Mehrfachehen? Es ging niemals um Lust, sondern um höhere Ziele. Zum Beispiel familiär. Die Heirat mit Sauda diente der Betreuung seiner Töchter. Sozial. Die Ehen mit Aisha und Hafsa waren ein Zeichen der Ehre für seine engsten Gefährten Abu Bakr und Omar. Solidarität. Er heiratete Salama, die Witwe seines Milchbruders Abu Salama, um für sie und ihre Kinder zu sorgen. Gesetzgebung. Tashri'a. Die Ehe mit Zainab diente dazu, alte Tabus Adoptionen zu brechen und neue islamische Regeln zu festigen. Politisch. Ehen wie mit Safiya, die Tochter eines jüdischen Stammes in Medina, oder Ramla, also Habiba, die Tochter von Abu Sufyan, Führer von Quraysh, halfen dabei, Feindschaften zwischen den Muslimen und anderen Stämmen abzubauen und Frieden zu stiften. Geschwister, wenn wir uns das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam nüchtern anschauen, sehen wir keinen Mann, der nach Vergnügen suchte, sondern einen Menschen, der sich komplett für eine gewaltige Mission aufgeopfert hat. Seine Ehen waren Akte der Barmherzigkeit, der sozialen Verantwortung und der Weisheit. Lasst euch also nicht von oberflächlichen Behauptungen verunsichern und beschäftigt euch mit seiner Biografie, denn nur wer ihn wirklich kennt, kann ihn auch wirklich lieben. Bleibt standhaft und bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.